ihr wollt das angehen. Wir wollen das machen. Das ist eine tolle Idee. Und jetzt geht es darum, ja, wie fangen wir denn eigentlich an? Wie bekomme ich denn jetzt diese Modernisierungsmaßnahmen eigentlich in meinen Entwicklungsprozess mit rein? Wie mache ich das denn überhaupt? Wie kann ich das anstellen? Modernisierungsmaßnahmen sind nichts anderes als Infrastrukturfeatures. Was ist der Unterschied? Ziemlich einfach. Für Kundenfeatures werde ich bezahlt vom Kunden. Infrastrukturfeatures mache ich auf eigene Rechnung. Das ist ein Anlass, den viele nehmen und sagen, für das eine werden wir bezahlt, fürs andere nicht. Beim einen sieht der Kunden sofort einen Nutzen, beim anderen nicht. Wir müssen das komplett unterschiedlich behandeln, wir müssen das anders tracken. Das ist keine gute Idee. Das würde ich keinem empfehlen. Schaut doch mal, wie können denn Kundenfeatures von euren Infrastrukturfeatures langfristig profitieren? Wenn ich eine bessere Infrastruktur für zum Beispiel Bildzeiten habe, kann ich potenziell auch mehr oder schneller Kundenfeatures umsetzen. Wenn ich Infrastruktur geschaffen habe, damit meine Software besser skaliert, dann profitieren im Umkehrschluss auch die Kundenfeatures davon. Der Kunde ist zufrieden, wenn er nach 2 Jahren Projektlaufzeit seine Features immer noch so schnell bekommt wie am Anfang. Du musst investieren, damit du vor Kunde nicht einfach nur schlechter wirst im Laufe der Zeit. Behandle deine Infrastruktur-Features gleichwertig. Leg Akzeptanzkriterien dafür fest. Was ist das Ziel, das du am Ende erreicht haben willst? Refine das Thema zusammen im Team. Und gleichzeitig kannst du aus deinen Prototypen aber auch schon gleich Erkenntnisse mit einbringen, die einem dann später bei der Umsetzung helfen. Und das ist nichts anderes, was du jetzt auch bei einem Kundenfeature machen würdest. Definiere kleine, abgeschlossene Tasks, die im besten Fall parallel umgesetzt werden können. Du musst ja vielleicht nicht deine Modernisierung alles innerhalb von einem Sprint machen. Du kannst es ja auch verteilen auf mehrere Inkremente. Wir planen unsere Infrastruktur das. Legen sie nicht nur einfach auf einen Haufen ab und denken uns, ja, irgendwann greifen wir uns doch mal was raus aus diesem großen Haufen und dann machen wir das, wenn wir mal Zeit haben. Das passiert nicht. Es funktioniert wirklich nur, wenn diese Sachen auch wirklich aktiv mal eingeplant werden. Plant es aktiv ein, nehmt euch das vor. Ansonsten bleibt es für immer liegen und im schlimmsten Fall gerät wieder in Vergessenheit. Entfremdet eure Tasks für Infrastruktur nicht. Denkt immer dran, sie haben eine Berechtigung und am Ende profitiert vor allem auch der Kunde, weil sie eure Produktivität verbessern. Wie priorisiere ich das Ganze denn am besten gegeneinander? Was für eine Balance versuche ich zu finden? Habe ich eine 50-50 Aufteilung? Ich arbeite die Hälfte der Zeit von meinem Sprint immer an Kundenfeatures und die andere Hälfte der Zeit kümmere ich mich um meine Infrastruktur. Ich mache jetzt gar keine Kundenfeatures, ich mache alles nur noch auf Infrastruktur. Der Kunde bekommt die nächsten 2 Wochen, vielleicht den nächsten Monat bekommt er gar nichts zu sehen. Ich kann euch schon mal sagen, dem Kunden wird das nicht gefallen. Überlegt euch das gut, wenn ihr das machen wollt. Und die andere Variante, die, sagen wir mal, in vielen Projekten eher der Standardfall ist, wir fokussieren uns nur zu 100% auf Kundenfeatures. Naja, die Infrastruktursachen schauen wir uns halt irgendwann mal an. Und ja, ich kann das verstehen. Gerade in kritischen Projektphasen gibt es dann oft auch keinen anderen Weg, als es genauso zu machen. Aber es sollte nicht der Dauerzustand sein. Es sollte wirklich nur über einen abgeschlossenen Zeitpunkt so laufen und nicht ein Dauerzustand über mehrere Monate werden. Keiner von diesen Aufteilungswegen ist wirklich gut. Auch bei einer 50-50% Verteilung, ihr verdient damit kein Geld. Euer Fokus sollte immer auf den Kundenfeatures erstmal liegen vorrangig, ohne die Infrastrukturtasks allzu sehr zu vernachlässigen. Und es ist wirklich schwer, die richtige Balance zu finden. Man muss da mit der Zeit ein Gefühl für sich entwickeln. Was ist denn so eine richtige Balance, wo wir sagen, das funktioniert gut? Und das muss ja auch nicht in Stein gemeißelt sein. Das kann sich ja auch mit jedem Sprint mal wieder ändern. Ich kann nur empfehlen, keine Extreme zu verwenden. Zeitweise nur Infrastruktur zu machen, zeitweise nur Kundenfeatures zu machen, sollte der absolute Ausnahmefall sein in eurem Projekt. Versucht wirklich stetig
eine Balance zu finden. Hier steht jetzt eine Verteilung von 85:15. Da könnte jetzt auch 90 stehen, 95 oder 80. Wichtig ist, ihr habt den Fokus auf den Kundenfeatures, aber ihr vernachlässigt nicht eure Infrastruktur. Bewertet das Ergebnis zusammen im Team. Macht ein gemeinsames Review. Wie bei einem Kundenfeature macht ihr ein Review mit dem Kunden, nur dass ihr in dem Fall euer eigener Kunde seid. Die gleichen Maßregeln wie für jedes Review. War die Umsetzung denn eigentlich erfolgreich? Wie viel Verbesserung hat uns diese Maßnahme am Ende wirklich gebracht? Welche Lehren haben wir daraus gezogen für die Zukunft? Haben wir noch weitere offene Punkte aufgedeckt? All das würdet ihr auch für ein Kundenreview machen. Macht das auf jeden Fall zusammen im Team. Es ist super wertvoll und hilft euch auch weiter.